Wo dürfen Versicherungsdetektive mutmaßliche Betrüger überwachen? Zu Hause? Auf öffentlichen Plätzen? Die wohl umstrittenste Frage beim neuen Observierungsgesetz. Konkret: Wo fängt die Privatsphäre an? Für Bundespräsident Alain Berset vor dem Schlüsselloch. Die Versicherungsdetektive dürfen keine Privaträume überwachen. So wolle es das Parlament. Das sei in den Debatten klar geworden. Und so wolle es auch der Bundesrat. Die Versicherten sollen vor unverhältnismäßigen und unnötigen Observationen geschützt werden. Die Medienkonferenz des Innenministers verfolgen die Gegner des Gesetzes über die Versicherungsdetektive heute ganz genau. Sie kritisieren, der Bundesrat würde vor allem in Bezug auf die Privatsphäre nicht korrekt informieren. Im Abstimmungsbüchlein schreibt die Regierung: Der Blick in Wohn- und Schlafzimmer ist nicht zulässig. Ja, der Bundesrat verbreitet willentlich und wissentlich falsche Informationen. Und das an 5,5 Millionen Stimmbürger jetzt auch noch mit dem Abstimmungsbüchlein. Das können wir natürlich so nicht hinnehmen. Und darum haben wir jetzt noch Beschwerden beim Bundesgericht eingereicht. Er teilt die Kritik der Gegner. Thomas Gechter, Professor für Sozialversicherungsrecht an der Universität Zürich. Gechter ist gegen das neue Gesetz über die Versicherungsdetektive. Es sei sehr schwammig formuliert. Trotzdem würde der Bundesrat nun behaupten, alles sei genau geregelt. Wer das Abstimmungsbüchlein liest, hat den Eindruck, alles ist klar und einfach und wunderbar. Wäre das so, wäre wahrscheinlich kein Referendum ergriffen worden. Versicherungsdetektive dürfen keine Innenräume überwachen. So wollten es eigentlich Parlament und Bundesrat. Dazu gäbe es auch Leiturteile des Bundesgerichts. Im Gesetz, das zur Abstimmung kommt, steht davon allerdings nichts. Die versicherte Person darf nur observiert werden, wenn sie sich an einem Ort befindet, der von einem allgemein zugänglichen Ort aus frei einsehbar ist. Letztlich ist der Gesetzeswortlaut maßgeblich und der Gesetzeswortlaut ist sehr vage. Das ist auch schon kritisiert worden während dem Gesetzgebungsprozess. Und trotzdem hat der Gesetzgeber den Wortlaut nicht geschärft. Nach allgemeinen Auslegungsregeln würde das heißen, man darf auch weiter observieren. Man darf auch in Privaträumen observieren. Ich war sehr überrascht zu lesen, dass der Bundesrat das anders liest. Dürfen Versicherungsdetektive entgegen den Äußerungen der Parlamentarier in den Debatten also doch Privaträume überwachen? Es gibt noch weitere umstrittene Fragen, etwa wie Detektive arbeiten dürfen. Konkret: Welche technischen Hilfsmittel sind erlaubt? Im Gesetz über die Versicherungsdetektive steht: Der Versicherungsträger kann eine versicherte Person verdeckt observieren und dabei Bild- und Tonaufzeichnungen machen und technische Instrumente zur Standortbestimmung einsetzen. So steht es im Gesetz, nur technische Mittel zur Standortbestimmung. Jetzt ist es aber so, dass genau über den Punkt Drohnen im Parlament debattiert worden ist und genau Drohnen dann plötzlich auch zu diesen Mitteln gezählt haben und die tun ja vor allem Bilder machen. Und jetzt haben wir eine Unklarheit, was genau ist damit gemeint, und diese Unklarheit, die besteht. Dürfen Versicherungsdetektive mit dem neuen Gesetz also auch Drohnen einsetzen und mutmaßliche Betrüger aus der Luft beobachten, obwohl auch dies Parlament und Bundesrat eigentlich gar nicht wollen? Das alles gipfelt in der dritten umstrittenen Frage. Haben Versicherungsdetektive mehr Kompetenzen als Polizisten? Es könnte so sein, wie jetzt die Gesetzeslage ist, so wie wir sie verstehen, dass Privatdetektive tatsächlich mehr dürften und weiter dürften vordringen in die Privatsphäre von den Privaten wie die Polizei oder die Staatsanwaltschaft. Das neue Gesetz über den Einsatz von Versicherungsdetektiven. Für die Gegner ist es zu schwammig formuliert und ein unverhältnismäßiger Angriff auf die Privatsphäre.